In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise. Hierbei handelt es sich um unsere Europatour, die uns durch Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich führte. Die Eindrücke der interessantesten Lost Places sowie Untertageanlagen haben wir im heutigen Video zusammengefasst. Morgen jetzt wieder nach Luxemburg und Frankreich. Dort ein paar Teile der Maginot-Linie angucken. Bunker. Ganz witzig ist bei unserem Campingplatz in die Richtung. Da hinten ist ein Berg. Was bedeutet das, wenn da ein Berg ist? Da klettern wir ja jetzt gleich noch rein. Heute Abend, heute Nacht. So, wir sind hier mitten im Wald. Vor uns ist der Stolleneingang und es ist total krass. Es ist scheiße heiß, ne? Also es ist wirklich extrem heiß draußen. Heute glaube ich fast 36 Grad heiß. Aber hier draußen kommt einfach so kalte Luft da hingehen. Und jetzt gehe ich mal voran und guck mal rein, wie die Lage aussieht. Denn die Anlage soll wohl ziemlich heftig sein. Keine Ahnung, 12 Uhr nachts. Also es ist scheiße dunkel und die Situation sieht aus. Dementsprechend aus das Ding hier zu. Hier ist dieses große Gitter vor. Das ist ja auch schon länger hier. Ich weiß nicht, ob das hier bisher immer offen war. Dahinter ist dieses Schloss. Kommen wir einfach nicht rein in die Anlage. Guten Morgen! Die Sachen sind gepackt, der Hyundai i10 bis nach oben vollgeprofft. Keine Rücksätze mehr drin. Keine Rücksätze mehr drin. Und es geht los. Oh, ein kleines Video-Update. Erfolg und Misserfolg liegt meistens so nah beieinander. Wir sind hier im ewigsten Wald und kaum zu glauben, unter diesem Wald ist alles. Dieser ganze Wald ist ein Bunker. Komplett. Maginot-Linie. Eine Festung, wo es nicht gedacht war, überhaupt die zu betreten, es sei denn, man hat die vernünftigen Eingänge. Die ehemaligen Eingänge, Zugänge sind zu, die offiziellen Zugänge. Und wir waren jetzt im Wald am Suchen. Wir hatten nämlich 3 Markpunkte, wo wir vielleicht was haben, aber man kann es jetzt gleich sehen. Wir kommen jetzt an einem Bunker vorbei. Ihr seht das Ding da kommt man nicht rein. Der Zugang, der ist irgendwo hier hinten in einen gigantisch großen Wald, den wir jetzt nicht gefunden haben. Wir haben jetzt die Suche aufgegeben. Wir waren jetzt eine Stunde lang durch den Wald am Rumrennen, am Durchkeuchen und Fleuchen. Wir fahren jetzt nach Luxemburg zu einer Anlage, Terre Rouge heißt sie. Nächste Location, nachdem wir bei der Maginot-Linie erstmal, ne, wohl bemerkt, nicht erfolgreich waren, sind wir jetzt bei Terre Rouge. Anscheinend ist hier so ein Teil überschwemmt, angeblich, unter Wasser. Davon kann man schöne Fotos machen. Das wollen wir uns gerne mal angucken. Das Gebäude sieht jetzt schon interessant aus, aber ansonsten ist das Gelände verdammt runter. Ja, ziemlich. Mal gucken. Gucken wir uns das mal an. This must be underwater love. The way I feel it sleeping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. This is it. Underwater love.
Mal eben die Linse hier reinigen. Runde 2, nochmal. Einen anderen Bereich der Maginot-Linie. So, nachdem unser erster Anlauf wirklich extrem gescheitert war. Wir waren halt in einem großen Waldstück unterwegs, fast eine Stunde lang, wo jede Menge Bunker waren von der Maginot-Linie. Aber wir haben keinen Einstieg gefunden. Sind wir nun mehrere Kilometer weitergefahren. Das hier ist unser Zustieg. Holy crap, und da kommt schon ein richtiger, also ich weiß gar nicht, wie kann ich euch das zeigen? Weil ich ein bisschen Lauf. Hier, ich nehm's mal, ich muss aufpassen, da sind ganz schön viele Dornen dran. Nimm's mal. Es fällt nicht runter. Ich mach das nochmal. Wir haben da unten drin eine Temperatur von 11 Grad und hier die Blätter, die fliegen nach oben anstatt nach unten, weil da so eine schöne kühle Luft rauszieht. Wir haben 36 Grad Außentemperatur. Die Jacke, die ist auf jeden Fall angebracht, denn da unten haben wir ja, wie gesagt, 11 Grad, 8 bis 11 Grad und ich freue mich schon darauf. Das ist ein ehemaliger Notausstieg von der Anlage. Wir werden uns jetzt fertig machen und runterklettern und ja, werden euch selbstverständlich mitnehmen auf die Reise. Willst du die Gummistiefel holen? Und doch nochmal aufgestiegen, haben uns dann kurzerhand doch entschlossen, nochmal die wunderbaren Gummistiefel anzuziehen, denn sonst würde es echt nass werden. Guck mal, hier schwimmt eine Maus, die total verschimmelt ist. Okay, gehen wir weiter. Wir befinden uns hier in einem ehemaligen Notausgang der Anlage, den wir gerade betreten haben. Da haben wir ja den Zustieg gefunden. Und wir laufen jetzt zum Hauptbereich der Anlage. So, hallo. Dann kommen Sie doch mal herein. Guten Tag. Guten Tag. Guckt euch das Ding an. Das ist meine Tür. Also, hier hätte der letzte Dulle schon mit einer Menge Sprengstoff durchkommen müssen, um das Ding aufzureißen. Dass die überhaupt offen ist, Wahnsinn. Und dass man die Anlage einfach so betreten kann hier unterirdisch. Die meisten Anlagen sind ja Museen oder es ist schlichtweg einfach nicht möglich, hier reinzukommen. Und ich bin mal gespannt, was wir noch hier so alles entdecken werden. Hier hat es so ein großes Loch in der Tür. Man kann das sehen. Hier wird auch wieder das Maschinengewehr angehalten. Und wenn der Angreifer kam, dann wurde geschossen. So, wir haben es endlich geschafft, sind in der Anlage drin und jetzt genießt es.
Patrouillen bzw. Züge lang gefahren, um die Munition und die Truppen hier durch die Festungsanlage zu fahren. Deswegen gibt es hier auf dem Boden überall die Schienen. Da kannst du nichts mehr, da kannst du nur noch angucken. Dann hattest du überall hier diese Klappe, um das aufzumachen, um zum Beispiel Maschinengewehr, um Sektion zu Sektion von diesem Bunker zu verteidigen. Damit auch ja keiner hier die ganze Anlage einnimmt. Generatoren, um die Luftversorgung zu gewährleisten. Da ist ein ganzer Motor noch drin. Wir müssen aufpassen mit Bomben hier unten. Die könnten nämlich auch noch hier liegen. So, hier seht ihr noch eine alte Lore. Die Maginot-Linie wurde tatsächlich mit einem richtigen Zug und Waggons betrieben, denn die Anlage ist so groß, dass die ganzen Truppen und Munition hier mit den ganzen Gerätschaften transportiert worden sind. Und ja, das ist anscheinend noch ein Überbleibsel davon, von dieser Zeit. Schon bemerkenswert, dass nach all den Jahren hier die Anlage nahezu komplett noch ist. Also bis auf, dass hier ein paar Kabeldiebe waren, aber auch nur ein paar, ist hier so fast die komplette Anlage noch vollzählig. Hier ist auch wieder eine Lore. Es sieht aus wie eine kleine Küche. Ja, tatsächlich, es war die Küche. Hier hat man zum Beispiel auch Essen hergestellt. Denke ich mal. Sieht so aus, unten haben wir befeuert und hier gekocht. Das ist krass. Das gibt's doch gar nicht. Da steht sogar noch was drauf. (1933). Schaut euch das mal an. Hier ist sogar noch Kohle drin am liegen. Damit hat man die Truppen versorgt. Und die Luft, die entstanden ist, die wurde abgesaugt, gefiltert und dann irgendwann rausgelassen. So, es geht weiter nach vorne. Ich bin echt beeindruckt von dieser Anlage, diese Gewaltigkeit. Hier ist ein Aufzug, hier ist ein Munitionsaufzug. Gibt's jetzt nicht. Ja, diese Maginot-Linie hatte mehrere Etagen, viele verschiedene Etagen. Und das hier ist ein alter Munitionsaufzug, den ihr seht. Quasi die Munition wurde aus den Lagerräumen nach hierhin transportiert und mit dem Aufzug nach oben gebracht. Ich könnte es nach oben sehen. Es geht ziemlich hoch. Anstrengend. Das ist ein Klo. Tatsächlich. Hier sind alte Klos von früher. Das gibt's doch einfach nicht. Guck mal, hier unten seht ihr noch die Fliesenmuster von früher. Ein alter Tisch, eine Werkbank. Okay, wir befinden uns ja hier im Gefechtsstand und in diesem Gefechtsstand herrschte immer eine Bereitschaft, also dass unmittelbar, wenn der Alarm losgeht, dass die Kampfbereitschaft aufgenommen werden konnte. Und wo wir jetzt uns gerade befinden, das ist ein Schlafbereich in diesem Bunker. Man sieht jetzt da hinten diese komischen Klappen. Um genau zu sein, war das hier ein Bett für 3 Personen, das sieht man in diesem unteren Bereich. Er hat nämlich hier links die erste Person geschaffen, die zweite, die dritte. Ja, und die Bretter waren dann so, ja, wie soll man sagen, das gute bisschen Privatsphäre, was man da geboten bekommt in so einem Bunkerleben.
Und hier waren dann 6 Männer vertreten. Ein Raum weiter gehe ich mal persönlich von aus, da war der wachhabende Offizier, weil er nur ein Einzelbett vertreten ist. Da denke ich mal, wird dann der Ranghöhere geschlafen haben. Der hatte das Privileg, dann ein Einzelbett genießen zu dürfen. Ansonsten haben die Leute halt hier oben, das wollte man nicht, haben sie halt hier oben geschlafen. Ne? Ja, sehr trostlos, aber wenigstens hatten sie damals für 1933 doch recht schöne Kacheln gehabt. Oh, pass auf, hier sind Löcher im Boden, ne? Das ist der Aufzugsschacht, wo wir gerade hochgeklettert sind. Das ist der Munitionsaufzugsschacht. Munitionsaufzugsschacht aus dem Grund, wir sind hier oben in den Gefechtsbereichen. 25 Meter oder 30 Meter, die wir hier oben sind. Und hier sind die Gefechtsräume. Ich will es euch mal zeigen, die Gefechtsräume. Hier extrem dicke Türen. Dieser ganze Raum war eigens gasgesichert. Für Gasangriffe mit Luftfilteranlagen. Das ist eine Luftfilteranlage, hier ist der Deckel gerade ab. Die wurden betrieben mit Aktivkohle. Da war Kohle drin, Aktivkohle. Und damit haben die Luft gefiltert. Da das hier der Gefechtsbereich war, war dieser natürlich eigens Gas abgesichert. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel, kannst du hier besser filmen, wenn hier Gasgranaten auf die Anlage geschossen worden sind, konnten die sich hier die Frischluft selber zufiltern. Draußen wurde Frischluft angesaugt und über diese Aktivkohlefilter wurde dann reine Luft in den Bunker wieder abgegeben. Somit hat man das Ersticken der Soldaten oder das Vergiften der Soldaten in dieser Anlage verhindert. Und da das hier Gefechtsbereich ist hier alles extra massiv verstärkt. Also hier sind dicke, fette Metallplatten. Dahinter ist meterdick Beton. Ihr könnt das von hier aus sehen, wie dick das alles ist. Ne? Die ganze Rifflung. Die Rifflung war auch dafür, dass hier eine Granate nicht aufgehalten wurde. Kam hier quasi eine Granate von außen angeflogen und traf hier die Seite, wurde sie durch die Seite aufgehalten und prallte nicht die reine Flucht direkt in dieses Geschütz rein. Das ganze Ding hier war sowieso ausgefüllt. Hier war das Geschütz drin und konnte dann über die ganzen Felder schießen. Hier sieht man jetzt nicht mehr viel, aber ich kann euch jetzt einiges erklären. Hier oben war ein Kran dran, womit man die Munition in eine dicken, fette Artillerie, hier war ein dickes Geschütz am Stehen gewesen, reingepackt hat. Also hier waren richtig schwere Geschütze drin und so wie es aussieht, 2 Stück an dieser Stelle. Jetzt gehen wir zu dem MG-Bereich. Und Decke MG-Scharte stand. Auch hier sieht man wieder den Aufzug für die Munition bis nach oben. Ich werde jetzt mal nach oben klettern, um das für euch zu filmen. Oh, ist das warm hier oben wieder. So, ich bin in einem so einer MG-Scharte, ne? Das ist die Aussicht nach draußen. Ziemlich zugewachsen mittlerweile. Ab wieder ins Kühle, da oben sind 50 Grad. So, hier sieht man mal, wie tief dieser Bunker von unten nach oben geht. Man kann kaum nach unten gucken. Also, ich weiß nicht, ob das Knöpfe sind. Ich glaube, das sind die Knöpfe, womit du den Aufzug Notstopp, runter, rauf. Anhalten, runterlassen, hochziehen den Aufzug. Unten wurde er dann nur mit Munition befüllt, kam hier hoch. Dann hatte man, glaube ich, da vorne sogar noch den alten Wagen stehen, womit man das hier durchgekarrt hat, bis nach da hinten die Geschütze. Da kamen immer zwei große Artilleriegranaten, hat man darüber gezogen, bis in den Gefechtsstand und dann wurden die abgefeuert. So, dann wollen wir mal wieder runter, ne? Ich finde das krass, dass hier noch so alles drin ist. Mhm. So unberührt. So, wir haben hier einen Aufzug gefunden, der mal ausnahmsweise nicht bis nach unten runtergekracht ist. Der hängt hier tatsächlich noch fest. Ungefähr auf der zweiten, ja, auf dem zweiten Treppenabgang circa.
Geräusche. Nee. Weißt du, was ich glaube? Das ist die Hauptstrecke und hier geht es zu den einzelnen Gefechtsbereichen. Wollen wir da mal runterlaufen? Mit Sicherheit 20, 30 Meter unter der Erde. Hier sind verschiedenste Räume, aber ich zeige euch jetzt mal, wo die Soldaten früher geschlafen haben. Das war dann hier. Das ist sogar noch ein alter Stuhl. Coole Bunker. Wir sind hier an so einem Hochregallager. Guck mal hier ist sogar noch ein alter Aufkleber und Schriften und guck mal, unten das alte Bild. Das sieht aus wie bei Fallout. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Das sieht zwar wirklich aus wie Fallout da unten mit der Schweißerbrille und so, ne? Ich glaube, das ist das Zeichen für Maginolien. Da stand mal Maginot dran oder so. Irgendwo drunter oder drüber. Heutzutage nichts mehr zu erkennen. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was wir noch entdecken. War noch nie im Leben die Feuchtigkeit, das ist so gesprengt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir einen Maginot-Bereich haben, wo nur MG-Nester vertreten sind. Das nehme ich jetzt mal wieder zurück. Anscheinend hatten wir hier auch vereinzelt dann halt auch ein Artilleriebauwerk. Das hier ist der untere Bereich. Man konnte die Geschütztürme tatsächlich hydraulisch rausfahren. Das waren dann Geschütze, die dann natürlich über eine viel größere Reichweite verfügten jetzt als so ein kleines Maschinengewehr. Wundert uns. Wir waren ja schon mal in der Anlage gewesen und jetzt zu unserer Überraschung stellen wir gerade fest, dass hier in einem Gefechtsstand sich ein großes Artillerie-Gestützbauwerk befindet, das man rauf und runter fahren konnte. Weil wir hatten jetzt nicht damit gerechnet. Man kann jetzt auch mal nach oben sehen, da klettert gerade ein Kollege so ein bisschen hoch und schaut sich da mal so ein bisschen an. Wow! Also das ist jetzt natürlich eine schöne Überraschung und das sind natürlich Bunker. Die sind nicht gerade klein ausgefallen. Man sieht, was für eine Technik man hier reingesetzt hat. Damit konntest du mit diesem großen Gegengewicht, sieht man da unten die Zahnritze, das hat sich abgesenkt und über diesen Hydraulikstempel habe ich den ganzen Geschützturm dann hochgefahren. Der ist natürlich jetzt runtergesetzt. Hier ist noch angezeigt, welches Werkzeug hier drin war. Echt? Hier ist das abgebildet. Guck mal, hier unten sogar eine Ölkanne ist eingezeichnet. Wie süß! Wo? Und ganz unten ist die Ölkanne. Ist da auch in einer anderen Klappe Werkzeug? Nichts mehr. Nichts mehr. Leider Gottes ist hier die Verwüstung auch ein bisschen arg. Die Verschmutzung, die nimmt hier in dem Bunker auch immer weiter zu. Wir sind hier auf französischem Staatsgebiet irgendwo. Und ja, ich laufe jetzt nicht da hoch, da oben wird man nicht viel Interessantes sehen, oder? Einfach saueng. Saueng, ja eben. So, und auch hier im hinteren Teil kann man sehen, dass dieses Geschützturm rauf- und runterfahrbar war. Ne? Also hier über diesen Stempel, den man da sieht.
und dieses große Kontergewicht. Da unten ist sogar noch das Zahnrätsel, da kann man sogar noch das Öl erkennen. Also man muss sich mal vorstellen, dieses Bauwerk ist ja aus dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube sogar erbaut. Wenn da das Datum vom Ofen unten von der Küche stimmt, dann ist das Bauwerk hier von 1933. Und dafür, dass hier sogar noch Öl auf den Maschinen ist halt schon krass. Also ich finde es persönlich ziemlich krass, dass sich Öl und Fett so lange hält. Fast über 70, 80 Jahre. Und dass wir jetzt hier so ein schönes, großes Bauwerk noch finden konnten. Ja, für uns ist die Tour hier auch so langsam beendet. Wir werden jetzt gleich über das Treppenhaus wieder in den Tiefen hinabsteigen. Hier ist der Aufzugsschacht, den hat man extrem mit Müll zugekippt. Ich schätze mal, es waren Jugendliche, die wollten wissen, ob der Aufzug bis nach unten donnert. Der steckt nämlich auf der Hälfte dieses Treppenhauses fest. Und ja, dementsprechend wollen wir uns das mal angucken. Wir können euch nochmal hier die Toilettenanlage zeigen, da muss ich aber vorsichtig hier antreten. Die Stufen hier sind nicht mehr das dollste. Genau, die französische Toilette. Bitte einmal Füße draufstellen und kräftig kacken. Das fiel dann da unten in so eine komische Jauchetonne rein. Tja, wurde bestimmt schon lange nicht mehr geleert. Jetzt wieder vorsichtig hier über die Treppe runter. Und dann würde ich sagen, Tschüssikowski. Hier seht ihr den Treppenaufstieg von dem Munitionsauszug. Auch vermehrt immer mehr Schrott, der hier drin liegt. Wie gesagt, man hat ja anscheinend versucht, den Aufzug runterrasen zu lassen. Vandalismus. Aber jetzt werden die Treppen ein bisschen slippy. Ein bisschen rutschig hier. Genau, alles ein bisschen nasser. Genau, da oben. Da oben steckt jetzt der Aufzug, der Unterteil vom Aufzug. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte vom Treppenhaus geschafft. Der Bereich sieht natürlich katastrophal aus. Die Wände, die sich gefährlich aufbauen hier. Das ist der Betonputz, der sich so lange ablöst. Jetzt bist du auch nass. Haben ja Gummistiefel für die Nässe, ne? Ja. Der Ausstieg wird auch nochmal nass. So, hier ist der untere Aufzugbereich. Man kann hier sehen, das war so ein Gitter, was man auf- und zuziehen konnte. Was jetzt hier rüber liegt, was hier so schräg liegt, das ist das ehemalige Kontergewicht, was dafür gedient hatte, dass der Aufzug halt rauf und runter gezogen wurde. Ja, so viel dazu. Das war jetzt echt sehr interessant, weil wir waren, glaube ich, beim letzten Mal diesen Aufzug nicht hochgelaufen. Wir hatten keinen Bock mehr, weil die Treppe so rutschig wurde. Kannst du dich noch daran erinnern? Jetzt haben wir es gemacht und haben überrascht festgestellt, dass es doch noch was Sehenswertes hier oben gab. Jetzt geht es hier für uns an dieser Stelle dann genau zurück. Wir fahren nach Hause. Okay. Dann einmal raus. Ja. So, wir verlassen gerade eben die Anlage. Waren jetzt auch lang genug drin. Keine Ahnung wie lange. Wir haben gar nicht drauf geachtet. Ein bisschen später mal gucken, wann ich die ersten Videos gedreht habe. Ende. Stop this fire.